Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Wer künftig überlegt, bei Canon in den spiegellosen Bereich ein- oder vielleicht auf den spiegellosen Bereich umzusteigen, der wird zwei neue Kameramodelle zur Auswahl haben. Denn Canon hat sein Sortiment im spiegellosen Bereich erweitert. Es gibt zwei neue Modelle im spiegellosen Bereich, und zwar im APS-C-Bereich die Canon R50. R50, ja, werden viele jetzt überlegen, ja, ich glaube, genau da soll sie anknüpfen. R50, klein, handlich, super geeignet, vor allem für alle Vlogger und Reisefotografen, die auch mit APS-C mega Ergebnisse erzielen wollen. Und noch viel interessanter finde ich zum Beispiel, wer in den Vollformatbereich einsteigen möchte, der wird künftig wohl kaum noch um die neue R8 drumherum kommen. Denn die neue R8 ist nämlich quasi das Einsteigermodell in den Vollformatbereich spiegellos bei Canon. Ich durfte mir beide Kameras in den letzten Tagen ausführlich anschauen. Ich habe viele Tests durchgeführt und die Neuerungen beider Kameras sind tatsächlich so umfangreich, dass ich mich entschieden habe, nicht beide Kameras in einem Video vorzustellen, sondern jeder Kamera ihr eigenes Video zu gönnen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, damit wir uns die einzelnen Ergebnisse und die technischen Details im Detail auch mal richtig anschauen können. Deshalb heute im ersten Video widmen wir uns der neuen Vollformat-Spiegellos-Kamera von Canon, der R8. Heute dreht sich also alles um die neue R8 von Canon. Ich durfte sie schon einige Tage ausgiebig testen und meinen Testzeitraum habe ich natürlich auch genutzt, um all das, was euch in der Praxis nachher vielleicht interessieren dürfte, interessieren sollte, einmal ausgiebig mit der Kamera zu testen. Egal ob im Autofokus-Bereich, denn auch die R8 hat natürlich neben dem Augenautofokus auch einen Tieraugenautofokus, eine Fahrzeugerkennung und noch vieles mehr. Und natürlich auch im Videobereich hat sie einiges zu bieten. Nicht nur 4K 60 Frames, sondern sogar bis zu 180 Frames, Zeitlupe in Full HD. Aber das sind nur ein paar wirklich kleine, angeschnittene Details, die die neue R8 mit sich bringt. Bevor wir uns meine Ergebnisse in der Praxis anschauen, ich euch mal einige Samples zeige, wie funktioniert zum Beispiel die schnelle Serienauslösung mit 40 Bildern und Nachführ-Autofokus in der Praxis, schauen wir uns doch mal an, ja, welche Gene hat denn die R8 in sich? An welche Kamera lehnt sie an? Von welcher Kamera hat sie technische Details geerbt? Und dann können wir schon mal klären, ja, für wen ist die Kamera interessant? Und wenn wir das alles besprochen haben, ihr Lieben, dann geht es natürlich in die Praxis, denn die möchte ich euch doch nicht vorenthalten. Ich habe kleine Videoclips gedreht, ich war mit meinem Hund unterwegs, die größte Herausforderung für den Tieraugen-Autofokus, ein quirliger Welpe. Und all das, ihr Lieben, zeige ich euch natürlich im Anschluss nach den technischen Neuerungen und einer kleinen Übersicht. Ja, was bringt sie denn mit sich, die R8? Wenn wir uns die R8 in der Frontansicht betrachten, dann sticht natürlich als allererstes das große RF-Bajonett ins Auge und natürlich auch der Vollformat-Sensor. In dem Fall 24 Megapixel liefert er und stammt aus der Canon EOS R6 Mark II. Was ich schön gefunden hätte, wäre natürlich ein Sensorvorhang, wie zum Beispiel in der R6 Mark II. Den hat die R8 aber leider nicht geerbt. Dafür aber die guten ISO-Werte, denn wir können ein ISO von ISO 100 bis ISO 100 2400 einstellen und das Ganze sogar noch erweitern. Damit können wir dann mit einem ISO 50 beginnen und das Ganze bis ISO 200 4800 erweitern. Und zusätzlich haben wir natürlich durch den elektronischen Verschluss bis zu 40 Bilder in der Sekunde. Alle wichtigen Ein- und Ausgänge der R8 befinden sich linksseitig am Body. So finden wir natürlich eine 2,5er Klinke für die Fernsteuerung, darunter angebracht einen Mikrofoneingang und einen Kopfhörerausgang. Dahinter angebracht haben wir einen Micro-HDMI-Ausgang und natürlich gehört es heute zum guten Ton, dass wir auch einen USB-Typ-C-Anschluss haben. Wenn wir uns die R8 von der Rückseite betrachten, finden wir im Grunde eine Kopie der RP vor, zumindest was die Anordnung und Funktionalität der Tasten angeht.
Oben links haben wir unsere Menütaste, auf der rechten Seite zum Beispiel unsere AF-Pfeiltaste und wir haben die klassische Kreuztastenanordnung, mit denen wir natürlich durch unser Menü navigieren, und in der Mitte haben wir nochmal eine Set- und Quick-Menütaste. Mit der Quick-Menütaste gelangt ihr dann in das Kurzauswahlmenü eurer Kamera. Und natürlich darunter die Wiedergabe-Button, den Play-Button und natürlich auch den Papierkorb. Wenn ein Foto mal doch nicht geworden ist, so wie es geworden sein soll, dann könnt ihr es darüber löschen. Bei einem Blick auf die R8 fällt uns auch hier deutlich die Abstammung von der Canon EOS RP auf. So hat zum Beispiel das Modus-Wahlrad, das Hauptwahlrad, Multifunktionstaste, Tasten für die Aufnahme und das Stoppen von Videos seinen Platz beibehalten. Allerdings gibt es eine Änderung, und zwar eine Änderung für den Wahlschalter von Foto in den Videomodus, und auch der On-Off-Schalter hat sich geändert. Denn man hat bereits wie auch bei der R6 Mark II jetzt den On- und Off-Schalter auf ein zweites Moduswahlrad gelegt. Und auf der linken Seite hat jetzt auch die R8 den Umschalter von Foto in den Videomodus gefunden. Aus meiner Sicht auch in der praktischen Anwendung eine wirklich gut überlegte Neuerung. Bei einem Blick auf die Unterseite der Kamera wird uns auch hier wieder deutlich, dass die R8 angelehnt an die RP ist. Denn wir finden den gleich verbauten Akku, den Canon LPE17. Und auch die R8 verfügt nur über einen SD-Speicherkartenslot. Die R8 also im Grunde optisch wie die RP, aber innen drin, ihr Lieben, da sieht es ganz anders aus. Da hat sie nämlich sehr viel geerbt, und zwar von der R6 Mark II. Das heißt, man könnte fast sagen, es ist der neue Wolf im Schafspelz von Canon. Einige werden mit Sicherheit an dieser Stelle vielleicht anmerken, naja, LPE17, warum hat man denn nicht den großen LPE6 genommen, wie er auch in der R6 Mark II verbaut ist? Natürlich hat der mehr Leistung, er ist aber auch größer und er ist auch schwerer. Und ich denke, man wollte bei Canon genau die Kompaktheit der RP beibehalten. Das heißt, du musst irgendwo Kompromisse machen. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, LPE 17, ich filme und fotografiere schon sehr lange mit der RP und hatte damit im Grunde noch nie Probleme. Und auch bei der R8 sagt Canon aktuell, mit dem LPE 17 kannst du mindestens 317 Fotos machen. Ich kann euch allerdings sagen, es sind weitaus mehr, denn bei meinen Tests habe ich weitaus mehr als 317 Fotos mit einer Akkuladung machen können. Das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, ja, wie viele Fotos machst du hintereinander, wie viele Serienaufnahmen, wie lange bist du unterwegs, nimmst du den Standby-Modus, wie oft schaltest du die Kamera ein und aus und. Das alles sind ja Faktoren, die darauf zusätzlich Einfluss haben. Aber mehr als 370 Fotos sind dicke drin. Und auch im Videobereich sagt Canon 4K 40 Minuten am Stück kannst du filmen. Und wenn du nur HD filmst, sind sogar 2 Stunden. Also wenn das nicht ausreichend ist, ihr Lieben, dann weiß ich ja auch nicht. Kommen wir jetzt also, nachdem wir uns ja mal so ein bisschen das Äußere angeguckt haben und so ein paar technische Sachen vor allem auch, kommen wir doch mal in die Praxis. Was ist wichtig bei einer Kamera? Es ist wichtig, finde ich, der Fokus. Der Fokus und die Serienbildgeschwindigkeit. Die R8 hat natürlich neue Fokusfunktionen hinzubekommen, und da sticht sie natürlich schon um Welten die RP. Bei der RP konntest du gerade noch so den Augenautofokus bzw. Personen, ja, mehr recht als schlecht anfokussieren. Hier hat die R8 natürlich die volle Spektralweite der R6 Mark II übernommen, denn wir können natürlich Personen damit anfokussieren automatisch. Der automatische Fokus erkennt bei der Einstellung Personen nicht nur die komplette Person, wenn sie weiter weg ist, sondern so wie du dichter kommst, wird es der Kopf, und so wie ein Auge auch erkannt wird, springt der Fokus auch sofort ans Auge. Ich zeige euch mal hier ein kleines praktisches Beispiel. Hier zum Beispiel nur der Hinterkopf. Ja, das erkennt die Kamera selbst mit Cap. Guck mal da, ein Hinterkopf, den fokussierst du, drehe ich mich um, sitzt der Fokus sofort auf dem Auge. Das Ganze funktioniert dann auch bei Tieren. Gerade bei mir, Welpe ist im Haus. Da wäre es doch cool, wenn man den in der Bewegung festhalten könnte. Kein Problem mit dieser Kamera. Stellst du die Tiererkennung ein, dann ist es auch so, dass ist das Tier weiter weg, der Fokus erst das ganze Tier fokussiert, und so wie es dichter kommt, dann entsprechend Kopf und Augen anfokussiert, und das in einem wirklich sehr, sehr zuverlässigen Maß.
Das heißt, ich habe zum Beispiel bei meinen Tests 40 Bilder in der Sekunde mit dem entsprechenden Tierfokus, eine komplette Nachführung in der Fokussierung gehabt. Das kann sie nämlich. Sie kann es bei Menschen, bei Tieren und auch bei Autos, bei Fahrzeugen. Das ist nämlich die dritte Auswahlmöglichkeit. Hier habt ihr tatsächlich einen vollen Nachführfokus. Das heißt, Person, Auto, was auch immer, kommt auf euch zu. Wenn ihr fotografiert, dann führt der nach. Es ist jedes Bild scharf, da ist kein Ausschuss mehr dabei. Im Grunde habt ihr am Ende nur noch das Problem auszusuchen, ja, welches ist das schönste der Fotos. Und das ist für mich natürlich ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne von der RP. Zusätzlich haben wir natürlich die Serienbildfunktion. Ja? Auch das ist wichtig beim Fotografieren, vielleicht nicht in der Landschaftsfotografie, aber mit Sicherheit alle, die vielleicht Sportfotografie machen, die irgendwo im Racing-Bereich unterwegs sind, die Kinder haben oder zum Schluss doch auch Tiere, ihr Lieben. Wer ein Haustier hat, der möchte das doch auch gerne mal in der Bewegung fotografieren. Das heißt, die R8 kann ebenso mit vollelektronischem Verschluss 40 Bilder in der Sekunde. Nutzt ihr den normalen Verschluss, sind es immerhin noch 6. Mein Favorit tatsächlich aktuell sind wirklich die 40 Bilder mit vollelektronischem Verschluss. Beim letzten Mal haben einige von euch gefragt, als ich die R6 Mark II vorgestellt habe und dort ja auch schon die 40 Bilder in der Sekunde gezeigt habe. Ja, wie sieht es denn aus mit den 40 Bildern in der Sekunde? Kann ich das auch nach unten reduzieren oder muss ich dann bei vollelektronischem Verschluss tatsächlich die 40 Bilder runterrattern in der Sekunde? Nein, auch das könnt ihr natürlich entsprechend nochmal unterteilen. Wir haben die Einzelbildfunktion, wir haben die Serienbildfunktion, dann haben wir die H-Funktion, also für High-Speed-Aufnahmen und dann haben wir noch die H-Plus-Funktion. Ich zeige euch mal alle 3 Serienbildfunktionen in der praktischen Anwendung. Wir fangen an bei dem Einzelbild. Hier seht ihr schon, ich komme ins Bild, Auge wird fokussiert, dann machst du deine Auslösung und hast ein schönes, scharfes Bild. Fokus liegt dabei auf dem Auge. Als nächstes gehen wir in den Serienbildmodus. Das Ganze seht ihr hier ausgewählt über die Menüfunktionstaste, die ihr mit dem Zeigefinger bedienen könnt. Auch hier seht ihr das Menü wesentlich umfangreicher geworden. Ihr könnt nämlich in diesem Menü jetzt unterschiedliche Menügruppen ansteuern und sowohl mit dem Zeigefinger das Funktionsrad als auch mit dem Daumenfunktionsrad 2 unterschiedliche Gruppen getrennt voneinander einstellen. Durch nochmaliges Drücken auf die Menüfunktionstaste könnt ihr dabei sogar noch unterschiedliche Menüarten durchscrollen und habt eine riesige Auswahl nur mit Zeigefinger und Daumen, die ihr entsprechend einstellen könnt. Wir bleiben jetzt aber bei der Serienbildfunktion, das ist ja nur mal am Rande. Serienbildfunktion ist nochmal natürlich reduziert von den 40 Bildern. Auch das zeige ich euch mal hier, Serienbildfunktion. Ihr seht, Augenautofokus passt, normale Serienbildgeschwindigkeit. Danach, wenn es ein bisschen schneller sein soll, haben wir die H-Funktion, also die High-Speed-Funktion. Auch hier nochmal ein kleines praktisches Beispiel. Fokus sitzt auf dem Auge, du kommst auf die Kamera zu, für Autofokus und hast deine Bilder. Und wenn es mal richtig rasant sein soll und du wirklich die vollen 40 Bilder benötigst, ja ihr Lieben, dann geht's auf H+. Und auch hier, selbst bei 40 Bilder in der Sekunde, gibt es einen kompletten Autofokus. Das heißt, alle Bilder sind bei 40 Bilder in der Sekunde auch wirklich scharf. Serienbildgeschwindigkeit und natürlich sehr, sehr zuverlässiger Fokus. All das hat die R8 geerbt von der R6 Mark II und das macht sie tatsächlich sehr, sehr zuverlässig. Ich habe euch ja in den Beispielen gezeigt, dass man Vorauswahl treffen kann. Möchte ich eine Person, möchte ich ein Tier oder möchte ich ein Fahrzeug in den Hauptfokus nehmen? Natürlich kann man, wenn man das im Vorfeld nicht einschätzen kann, auch der Kamera die Auswahl überlassen. Hier ist die Automatik zu wählen und dann wählt die Kamera automatisch. Was ist denn in meiner Szene? Hier ein kleines Beispiel. Natürlich Auto an der Seite. Klar, das volle Auto wird fokussiert. Komme ich dann ins Bild, sieht die Kamera, guck mal, das ist zusätzlich noch eine Person und ich kann dann entsprechend umschalten auf den Augenautofokus. Gehe ich wieder raus aus dem Bild, erkennt das die Kamera automatisch und ich kann den Fokus dann wieder ganz normal aufs Auto setzen. Also auch hier könnt ihr der Automatik schon ein ganzes Teil eurer Kontrolle überlassen. Tja, ihr Lieben, was gibt es noch? Natürlich sind auch andere Gimmicks übernommen worden. Wir haben natürlich den RAW Burst Modus. Den RAW Burst Modus hatte ich euch ja auch schon in der R10 vorgestellt, in der R6 Mark II vorgestellt und genau dieser RAW Burst Modus ist übernommen worden.
Einige von euch haben mich ja daraufhin schon angeschrieben und haben gesagt, ja, RAW Burst Modus, was soll der Quatsch? Ich kann doch ganz einfach auch eine Serienaufnahme machen. Klar, kannst du machen. 40 Bilder in der Sekunde, dann ist irgendwann, auch wenn es lange dauert, bei elektronischem Verschluss zum Beispiel, irgendwann Schluss. Das heißt, der interne Puffer ist voll und dann, je nach Speicherkarte, kann es sein, dass du in dem Moment, wo du eigentlich dein Foto brauchst, vielleicht gerade kein Foto aufnehmen kannst, weil deine Kamera mit dem Speichern beschäftigt ist. Genau darauf zielt nämlich dieser RAW Burst Modus ab. Denn der RAW Burst Modus ist nämlich koppelbar mit der Vorauslösung. Das heißt, RAW Burst mit Vorauslösung, solange ich mich in diesem Modus befinde, ich meinen Auslöser halb durchdrücke, im Grunde fokussiere, zeichnet meine Kamera Bilder auf. Und zwar 40 Bilder in der Sekunde. Aber sie verwendet nur den internen Puffer und speichert das Ganze nicht auf meine Karte. Und wenn jetzt ein Moment kommt bei einem Turnier, Fußballspiel, Sport, wo auch immer, Tierfotografie, wo ich sage, wow, das war jetzt aber ein genialer Moment und ich drücke meinen Auslöser, hättest du im Normalfall ja erst die Fotos ab Durchdrücken des Auslösers. Durch die Vorauslösung im RAW Burst Modus hast du allerdings eine halbe Sekunde vor dem komplett Betätigen deines Auslösers Bilder gespeichert. Halbe Sekunde, 40 Bilder Sekunde, also hast du 20 Bilder vor dem eigentlichen Betätigen des Auslösers ebenfalls gespeichert. Das Ganze wird dann komprimiert in einer entsprechend gepackten Datei. Das heißt, deine Speicherkarte ist in dem Fall noch gar nicht vollgemüllt. Und dann kannst du den Nachzug raussuchen, welches der Bilder möchte ich. Du kannst alle Bilder einzeln durchklicken und dann entscheiden, ja, möchte ich es nur als JPEG, möchte ich die RAW-Datei oder möchte ich RAW und JPEG-Datei gespeichert haben. Das, ihr Lieben, erspart euch viel, richtig viel Datenmüll. Und natürlich nicht nur Datenmüll, sondern ihr könnt auswählen, welches ist das beste Foto. Ja, das ist der große Unterschied, denn den Moment, den du vor dem Auslöser drücken hast, den hast du beim normalen Serienbild natürlich nicht. Tja, Focus Bracketing ist natürlich auch mit an Bord, hatte ich euch auch schon vorgestellt in einigen meiner Videos. Mit dem Focus Bracketing ermöglicht es dir, die Kamera in quasi einer Automatik mit entsprechender Auswahl von Parametern eine Makroaufnahme zu machen. Und zwar eine Makroaufnahme, eine gesteckte Makroaufnahme mit entsprechenden Bildern, die du dann entweder schon in der Kamera zusammenfügen lassen kannst oder entsprechend in einer anderen Software dir zusammenfügst in ein durchgehend scharfes Makrobild. Tja, das sind natürlich tolle neue Funktionen, die natürlich auch die R8 hat, denn die sollte natürlich der neuen Technik in nichts nachstehen. Das Ganze ziemlich genial. Wir haben natürlich noch andere Funktionen, die mit an Bord sind. Unter anderem natürlich der Panorama-Modus. Panorama-Modus schon vorgestellt mit der R10, auch mit der R6 Mark II. Gleiche Funktion auch in der R8. Panorama-Modus ist natürlich dort günstig, wo du schön viel auf dein Foto drauf haben möchtest, ohne nachträglich verschiedenste Bilder zusammensetzen zu müssen. Bei dem Modus kannst du ganz einfach wählen, ob du im Querformat von links nach rechts, von rechts nach links bei gedrücktem Auslöser gewisse Fotos machen möchtest, die dir die Kamera dann im Modus schon zusammensetzt. Auch hochkant ist kein Problem. Links nach rechts, rechts nach links kannst du vorher einstellen und dann macht die Kamera intern dir bereits dein Panorama. Ein weiterer interessanter neuer Modus ist der Automatik-Hybrid-Modus. Der Automatik-Hybrid-Modus erstellt dir quasi kurze Videoclips und Fotos. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige es euch gleich mal. Und zwar kannst du ein Foto machen und gleichzeitig nimmt die Kamera einige Sekunden vor Entstehung des Fotos einen kurzen Videoclip auf. Kann man ja vielleicht vom iPhone schon, ne? Das ist ja auch so ähnlich, was man dort aufnehmen kann. Das Ganze kann man zum Beispiel, wenn du andere Leute fotografierst, du fotografierst die Umgebung, eine tolle Location, kannst du im Nachhinein quasi daraus dann einen kurzen Clip machen. Ich zeige euch das Ganze mal, kannst euch mal einblenden. In dem Fall würde ich mich jetzt einfach mal selber an der Location hier fotografieren. Schau in die Kamera, drück den Auslöser und dann ist die Kamera kurz beschäftigt. Und dann habe ich nicht nur mein Bild, was ich euch hier einblende, sondern es gibt dazu einen kurzen Videoclip und zwar, wie das Ganze entstanden ist.
Und für all diejenigen, die vielleicht mein Lightroom-Tutorial noch nicht gesehen haben, bietet uns natürlich auch die Kamera intern bereits Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Ihr seht, ich rufe mal ein bereits gespeichertes Bild auf und dann können wir unterschiedliche Optionen vornehmen. Wir können zum Beispiel in diesem Menü unser Bild schützen, dass wir es nicht aus Versehen löschen. Dann können wir zum Beispiel die Ausrichtung ändern, ja, falls wir uns doch entscheiden, ja, das sieht vielleicht hochkant oder Querformat besser aus. Wir haben die Möglichkeit, entsprechend unsere Bilder intern zu bewerten, was nachher die Suche erleichtert. Und wir können Spezialeffekte drauffügen. Ja, das ist also, wie gesagt, alles nachträglich. Ihr seht hier nochmal, das bearbeitet wird das RAW und das Ganze wird dann abgespeichert als JPEG. Auch hier könnt ihr nochmal die entsprechende Effektstärke einstellen. Ja, wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Hier Kreativ, Weichzeichner, ja, im Beauty-Bereich auch immer gern gesehen. Ja, da siehst du dann nicht aus, wie alt du wirklich bist. Oder zum Beispiel hier Fischei-Effekt. Ja, tut meiner Figur jetzt nichts Positives und verschiedenste Effekte. Ja, ihr seht hier, ich nehme nochmal hier einen anderen Effekt. Ja, und wie gesagt, dann entsprechend hier auch Farbe, das Ganze alles ein bisschen einstellen. All das könnt ihr schon kameraintern machen. Auch gut finde ich, dass wir die Größe ändern können. Das heißt, wir speichern jetzt ein JPEG dann mit einer zum Beispiel kleineren Größe. Ja, muss vielleicht nicht so groß sein. Wenn ihr sagt, na, das JPEG brauche ich eh nur kleiner, funktioniert. Und wir können unser Bild intern in der Kamera schon beschneiden, ihr Lieben. Wir können nicht nur die Ausrichtung ändern, sondern wir können natürlich entsprechend hier uns einen Ausschnitt wählen. Und wir können auch entsprechend, ihr seht es hier oben durchklicken, 4:3, 1:1, Instagram, ja, sehr interessant, oder 2:3, entsprechend 9:16, 3:4, 3:2. Wir können, wie gesagt, entsprechend unser Bild nachträglich nicht nur beschneiden, sondern auch in einem neuen Format ausrichten. Und wir haben natürlich schon eine Grundbearbeitung mit an Bord. Grundbearbeitung im Grunde eigentlich schon annähernd das, was wir zum Beispiel in Lightroom nur mit den Lichtern machen können. Ihr seht hier, wir können zum Beispiel die Helligkeit unseres Fotos nachträglich entsprechend beeinflussen. Und zwar in dem Plus- und in dem Minusbereich, könnten das speichern, das machen wir jetzt mal nicht. Auch die Kontraste, Farbsättigung, all das können wir bereits kameraintern bearbeiten und dann uns ausgeben lassen als entsprechendes JPEG. Also, wie ich finde, kameraintern schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, um uns vielleicht im Nachgang ja dann doch erstmal die Bearbeitung zum Beispiel mit Lightroom oder ähnlichen Bildbearbeitungsprogrammen zu ersparen. Videomodus. Auch im Videomodus hat sich natürlich einiges getan im Gegensatz zur RP. Wir zeichnen jetzt 4K mit 60 Frame und zwar ungekroppt auf. Wir können in Full HD bis zu 2 Stunden aufzeichnen und natürlich können wir in Full HD auch Zeitlupenaufnahmen machen und das Ganze mit bis zu 180 Frames in der Sekunde. 180 Frames in der Sekunde, das ist schon eine ganze Menge. Hier mal zum Beispiel ein kleines Beispiel, wie das aussehen könnte, wenn ihr mit 180 Frames filmt. Und das Gute ist, wenn ihr diesen Clip abspielt, wird er sofort entsprechend umgewandelt. Das heißt, ihr müsst nicht umständlich in irgendeiner Software diese Frames dann auseinanderziehen, sondern es wird bereits in normaler Abspielgeschwindigkeit in Zeitlupe abgespielt. Zusätzlich können wir natürlich unsere Videos kameraintern stabilisieren lassen. Hier mal ein kleiner Clip ohne die Bildstabilisierung. Da sieht man, ja, ich laufe auf den Kameramann zu. Der Kameramann selber freihand läuft rückwärts. Ja, da gibt es schon den einen oder anderen kleinen Verwackler. Schalten wir jetzt die Bildstabilisierung ein mit gleicher Szene. Das heißt, der Kameramann filmt aus der Hand und läuft dabei rückwärts. Ist natürlich eine deutliche Stabilisierung festzustellen. Zusätzlich für all diejenigen, die sich vielleicht den Umstieg etwas erleichtern wollen oder die nicht so viel mit Color Grading am Hut haben, hast du natürlich auch hier in der entsprechenden Modusstellung noch einige Filter. Auch die Kreativfilter, die es gibt im Videomodus, sind nett. Sagen wir es mal so. Ich zum Beispiel habe hier einen kurzen Clip gedreht, ja, das Ganze auf Vintage gemacht. Das heißt, man hat einen schönen alten Bildlook. Auch diese Filmfehlerstreifen werden da gleich mit eingebaut. Das sieht schon ziemlich genial aus, ihr Lieben. Neben diesem Vintage-Effekt gibt es noch andere Effekte, Traumeffekt und. All das haben wir mal so ein bisschen ausprobiert. Ja, das ist nett, um einen bestimmten Bildlook erreichen zu können, aber ihr solltet natürlich immer bedenken, dass wenn ihr euer Hauptfootage so aufnehmt mit diesem Bildstil, dann hat es diesen Bildstil. Das heißt, wenn ihr euch im Nachhinein überlegt, das hätte ich vielleicht doch lieber nicht so,
dann hast du Pech. Ja, das ist halt dann so aufgenommen. Das heißt, grundlegend ja, wenn man weiß, was man machen möchte, kann man das für sich nutzen. Aber wenn du natürlich ein bisschen dich mit dem Color Grading, mit der Nachbearbeitung beschäftigst, ja, dann wirst du ohnehin das Original-Footage aufnehmen und dann entsprechend nachbearbeiten. Tja, ihr Lieben, leider ist mein Testzeitraum mit der Kamera, mit der R8 zu Ende. Ich hatte ja beide Kameras da, die R8 und die R50, und musste dann in den kurzen Tagen natürlich so viel wie möglich damit ausprobieren. Deswegen habe ich mich natürlich auch quasi auf den Kern fokussiert. Auf den Kern, der euch interessieren dürfte. Wie ist sie denn im Autofokus? Wie ist sie denn, wenn sie schnelle Bildauslösungen hat? Wie ist denn die Videoqualität? Wie sieht es denn aus mit Slow Motion? Wie lange hält der Akku? All das, ihr Lieben, habe ich für euch natürlich versucht in diesem Video ausführlich nicht nur zu testen, sondern euch auch zu zeigen. Ich glaube, ihr Lieben, wer den Umstieg in das spiegellose R-System von Canon aktuell ins Auge gefasst hat, für den dürfte die R8 jetzt ein absolutes Must-Have sein, um es sich im Vorfeld mal anzusehen. Denn sie ist wirklich super interessant. Super interessant. Und da sind wir auch schon natürlich bei der wichtigsten Frage, und zwar dem Preis. Die R8 wird es deutlich unter 2000 Euro geben. Und das gepaart natürlich mit den Informationen, dass sich hier der Sensor aus der R6 Mark II befindet, die im Endeffekt dann ja mindestens 1000 Euro teurer ist. Ja, ist das tatsächlich? Ja, ihr Lieben, super interessant, diese R8. Schreibt es mir doch mal unten in die Videokommentare, was denkt ihr? Könnte die R8 was für euch sein? Gerade um vielleicht ein Upgrade zu machen. Auch ich überlege tatsächlich aktuell vielleicht nicht sogar meine RP dann auszusortieren und stattdessen die R8 zuzulegen. Denn sie hat ja die gleichen Maße, die gleiche Handlichkeit wie die RP, aber deutlich verbesserte Funktionen. Vielleicht stehst du auch vor dieser Wahl? Schreib es mir unten gerne in die Videokommentare. Und ansonsten, wenn euch meine Review zur neuen R8 von Canon Vollformat mit dem Sensor der R6 Mark II gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle doch gerne meinen Kanal. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.